menschliche Auge ist das wichtigste visuelle Sinnesorgan und bildet die Grundlage für unseren Sehsinn. Es ist sehr kompliziert und doch logisch aufgebaut und mit grösster Vorsicht zu behandeln. Hallo zusammen, ich bin Chiara und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Weatherview Channel. Heute erkläre ich euch den komplexen Aufbau des menschlichen Auges. In der optischen Funktion ist das Auge stark vergleichbar mit einer Fotokamera. Alle verschiedenen Teile des Auges sind in der Augenhöhle eingebettet. Die Hornhaut oder auch Kornea genannt, ist der transparente vordere Teil des Auges, der die Iris bedeckt. Sie bietet Schutz und leitet das Licht zur Netzhaut, wie eine Linse. Durch die Tränenflüssigkeit, die im Tränenapparat entsteht, wird die Hornhaut befeuchtet und es werden Fremdkörper ausgespült. Der weiße Teil deines Auges wird auch Lederhaut oder Sklera genannt. Sie ist eine dicke, zähe Gewebschicht, die fast den ganzen Augapfel bedeckt. Die Lederhaut und die Innenseite der Augenlider sind mit einer Schleimhaut bedeckt, der sogenannten Bindehaut. Sie schützt die Lederhaut und trägt zur Befeuchtung von deinem Auge bei. Die Iris, auch Regenbogenhaut genannt, ist der farbige Ring, der deine Pupille umgibt. Sie funktioniert wie eine Blende von einer Kamera und steuert die Menge von ins Auge einfallenden Licht. Sie sorgt mit Hilfe der Augenmuskeln dafür, dass immer nur so viel Licht durch die Pupille eintritt, wie auch benötigt wird, und passt ihre Größe der Helligkeit von deiner Umgebung an. Die Pigmente in der Iris bestimmen zusätzlich deine Augenfarbe und die Struktur der Augen ist bei jedem Menschen einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Pupille, die runde dunkle Öffnung in der Mitte der Iris, kann sich erweitern oder zusammenziehen, je nachdem wie viel Licht wir ausgesetzt sind. Die nächste Schicht bildet die Augenlinse, die das Licht konzentriert, das durch die Pupille eintritt. Dadurch wird ein scharfes Bild auf der Netzhaut abgebildet. Die Linse ist sehr elastisch und kann ihre Form mittels Muskeln anpassen, um nahe oder ferne Objekte perfekt zu fokussieren. Die Linse steuert maßgeblich die Brechkraft des Lichts. Sie dreht das Gesehene auf den Kopf und projiziert es rückwärts auf die Netzhaut. Erst bei der Verarbeitung im Gehirn wird es wieder gerade gerückt. Der Glaskörper besteht zu 98% aus Wasser und liegt zwischen der Augenlinse und der Netzhaut. Er ist der grösste Teil des Auges und wie der Name schon sagt, bildet er den Körper des Auges. Die Aderhaut liegt unnahbar dazwischen und versorgt die Lichtrezeptoren mit Nährstoffen und hilft beim Wechsel zwischen Nah- und Fernsicht. Als nächstes kommt die Netzhaut, die auch Retina genannt wird und das lichtempfindlichste Gewebe auf der hinteren Seite des Auges bildet. Sie besteht aus etwa 5 Millionen Zapfen und über rund 120 Millionen Stäbchen, die zusammen die Sehzellen bilden. Die Zapfen sind primär für die Farbwahrnehmung verantwortlich und Stäbchen für das Erkennen von hell und dunkel. Sie reagieren empfindlich auf Licht und wandeln die Reize in elektrische Signale um. Kommen wir noch zum Sehnerv. Den kennst du bestimmt. Er leitet die elektrischen Impulse ans Gehirn weiter, ist etwa einen halben Zentimeter dick und verlässt hinter dem Auge die Netzhaut. Der gelbe Fleck ist der Ort im Auge, wo wir am schärfsten sehen, weil dort die Konzentration der Sehzellen am dicksten ist. Die Zonulafasern sind Aufhängebänder der Linse und sind ein komplexes Bündel mikroskopisch kleiner Fasern, die nicht reissen können. Sie sind im kompletten Auge befestigt und stabilisieren somit die Linse und helfen bei ihrer Funktion. Ebenfalls mit der Iris verbunden ist der Strahlenkörper, der das Kammerwasser produziert und damit die Hornhaut mit Nährstoff und Sauerstoff versorgt. Das Kammerwasser verbessert die Schärfe des Gesehens, indem sie zur Lichtbrechung beiträgt. Das menschliche Auge hat zwei Augenkammern, die grössere vordere und die kleinere hintere. Beide sind miteinander verbunden. Sie sind mit Kammerwasser gefüllt und versorgen alles mit Nährstoff und Sauerstoff. Zudem erhält das Kammerwasser unter anderem die Form des Auges aufrecht. Für mehr Infos besucht gerne unseren Blog auf betterview.ch, der unten verlinkt ist. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns ein Like und abonniere den Channel, um keine neuen spannenden Videos zu verpassen.